dein Reich komme in der kommenden Woche in einer mächtigen Art und Weise in dein Leben und in mein Leben. Thema heute beim Kaffee ist die Einheit in der Christenheit ist oft an die Frage gebunden, ob wir das Gegenüber verstehen wollen. Den Satz verstanden. Die Bereitschaft, mein Gegenüber zu verstehen, ist eine Voraussetzung, dass überhaupt ein Prozess entstehen kann, der Einheit ermöglicht. Wir wissen, Johannes 17,21, an der Einheit unter den Christen, und ich denke nicht nur ökumenische Einheit, sondern Einheit in unseren Bases in Berlin oder in den Kiezgemeinschaften, Leitungsteam oder in Vineyards in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhand der Einheit, die wir leben, Johannes 17,21, wie gesagt, wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Also mit anderen Worten, die Glaubwürdigkeit Jesu hängt an der Einheit, die wir miteinander leben. Das natürlich dann aber auch über die Grenzen unserer eigenen Bewegung, über Kirche oder Gemeinschaft hinaus. Also die Frage, will ich überhaupt mein Gegenüber verstehen? Was ist Einheit, die erste Frage? Also Einheit ist die tiefe Herzensverbundenheit, die wohl unterschiedliche Meinungen beinhalten kann in Bezug auf Vertrauen in das Gegenüber. Und diese Einheit ist sowohl ein Prozess als auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu vertrauen oder nicht. Also ich vertraue meiner Frau, dass sie mir treu ist. Da brauche ich nicht jeden Tag nachzuschauen, ob dem so ist, sondern es ist eine Entscheidung. Peng. Oder ich vertraue darauf, dass mein Freund Lukas Augustin, der immer dabei ist, wenn ich die Clips mache, dass der das Beste will für mich. Ja? Das ist eine Entscheidung. Das ist kein Prozess, das habe ich entschieden, beschlossen. Aber gleichzeitig hängt es auch an der Frage, will ich ihn verstehen, wie er tickt? Ich gebe euch ein Beispiel. Als junger Christ wurde mir gesagt, also katholische Menschen, römisch-katholische, die kommen in die Hölle. Evangelische kommen möglicherweise in den Himmel. Evangelikale sind halbe Christen, nur Pfingstler sind richtig. Heute ist das ja nicht mehr so. Aber ich war tatsächlich der Überzeugung, dass das so war. Und als ich dann mit Katholiken zusammen war, war ich wahnsinnig herausgefordert. Ach, das ist doch der Antichrist. Oder, Mann, die glauben an Heilige. Oder, das Fegefeuer ist nicht biblisch. Und die beten zu Toten. Und all diese Argumente haben mich beschäftigt. Ich habe gar nicht versucht zu hören und zu verstehen, sondern ich habe gleich einen Schluss gezogen, eine Entscheidung getroffen und gesagt, nein. Dann hatte ich einen Freund, einen Schweizer Freund, der die katholische Erneuerung verantwortet gegenüber dem Bischof oder einem Bischof. Urban Kamenzind heißt dieser Mann. Ein lieber Freund, ein geistlicher Mann. Und durch unsere Freundschaft habe ich ihn dann gefragt, hey, wie ist das mit den Heiligen, zu Heiligen beten, zu Toten beten? Geht doch nicht. Ja, und dann sagt er, ja Martin, ist Abraham tot oder lebt er? Dann sage ich, ja, er lebt. Sind deine Glaubensgeschwister in der Vineyard tot oder leben sie? Ja, die leben. Darfst du deine Glaubensgeschwister in der Vineyard fragen, ob sie für dich beten? Ja, natürlich. Ja, sind sie tot oder leben sie? Ja, sie leben. Ja, Abraham, ist er tot oder lebt er? Nö, der lebt. Könnte es sein, fragt du aber mich, dass wenn sie leben, dass wir sie bitten dürfen, für uns zu beten? Nein, sagst du jetzt, das ist ja furchtbar, das zu hören. Ich habe heute noch meine Fragen und würde das nicht tun, aber ich habe mich aufgemacht, mein Gegenüber zu verstehen. Ich habe mich aufgemacht, Dinge aus seiner Sicht zu sehen und nicht nur aus meiner Sicht. Ich habe gelernt, dass ich nicht immer recht habe. Ich habe festgestellt, dass ich ergänzungsbedürftig bin. Ich habe gemerkt, dass andere Menschen in der Vineyard Berlin oder andere Kirchen Dinge haben, die mir fehlen, die uns fehlen. Und so ist die Einheit plötzlich
einen Schritt näher dadurch, dass ich mein Gegenüber verstehe. Nimm doch diese Gedanken mit, auch in Konflikte, die du hast. Schau die Sache nicht nur aus deiner Warte an, schau sie aus dem Blickwinkel deines Gegenübers an und du wirst zu ganz anderen Schlüssen kommen. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende, wie immer, eine kraftvolle kommende Woche. Tschüss.